Im 6. Teil der Videoreihe zur vorbildnahen Bahnhofssanierung geht es um das Bahnhofsumfeld, natürlich wieder angelehnt an den Vorbildbahnhof Pulheim. Der Bahnhof und wie im letzten Teil zu sehen der Bahnsteig sind ja bereits fertiggestellt. Im eingeblendeten Lageplan sind die markanten Punkte des Umfelds eingetragen. Auf der dem Bahnhof gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Post- und DHL-Verteilzentrum. Man sieht dort einen Backsteinbau sowie diverse Auslieferfahrzeuge. Direkt neben dem Bahnhof befindet sich links die Bushaltestelle. Ihr gegenüber befindet sich seit Herbst letzten Jahres ein markantes Graffiti, das wichtige Pulheimer Bauten sowie den Blick nach Norden und Süden zeigt. Neben einigen weiteren kleinen Details sollen diese 3 Bereiche im Modell nachgebildet werden. Da die räumliche Situation auf der Anlage eine ortsgetreue Nachbildung nicht zulässt, werden einige Verschiebungen vorgenommen. Das Postzentrum wird von der rechten auf die linke Seite verschoben. Die Lage von Graffitiwand und Backsteinhaus kann übernommen werden. Die Bushaltestelle wandert auf die gegenüberliegende Straßenseite. Bevor jedoch mit dem Neuaufbau begonnen werden kann, muss die bisherige Bebauung entfernt werden. Das lässt sich recht schnell realisieren. Da der Neuaufbau aber doch deutlich länger gedauert hat, als ich erwartet habe, habe ich mich dazu entschieden, in diesem Video zunächst die Realisierung des Verteilzentrums und der Graffitiwand zu zeigen und die Finalisierung auf einen Folgeteil zu verschieben. Erste Eindrücke vom weiteren Fortgang gibt es aber bereits am Ende des Videos. Das Verteilzentrum besteht aus einem Backsteinbau, der hier nur teilweise zu sehen ist, sowie einem großen Parkplatz mit Lieferfahrzeugen. An der rechten Seite des Gebäudes findet man auch eine Packstation. Als Basis für das Modell habe ich nach einem funktionalen Backsteinbau gesucht und bin bei Joswood fündig geworden. Der Lasercut-Bausatz mit der Bezeichnung Pforte Kokerei Hansa passt perfekt. Der Karton ist sehr gut gelasert, sodass sich die Bauteile gut herauslösen lassen. Anschließend erfolgt eine leichte Alterung mit weißer Pulverfarbe. Der Zusammenbau entsprechend der Anleitung gelingt problemlos. Nachdem der Rohbau steht, erfolgt zunächst die Beleuchtung. Für die vordere Front habe ich die Viessmann Hausbeleuchtung inklusive passender LEDs verwendet. Für die Rückseite kommt die Etagenbeleuchtung zum Einsatz. Die Verkabelung erfolgt mit Hilfe von Verteilerplatinen sowie einer Gleichrichterplatine von Sabenne Modellbau. Die von Joswood verwendete Dachkonstruktion des Modells gefällt mir sehr gut und ist auch nicht verleimt. Auf die Außenseiten werden noch umlaufend gelbe Papierstreifen mit den Lieferdienstinsignien geklebt. Das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Für die Packstation verwende ich ein Kunststoffmodell von Faller, das mit Silberbronze nachbearbeitet wird. Für die bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit wird eine LED eingebaut. Nun beginnt der Aufbau des Teilabschnitts. Der Bodenbelag der Bürgersteige um den Bahnhof besteht aus verschiedenen Pflastersteinen mit unterschiedlichen Legemustern. Für den Nachbau verwende ich verschiedene Pflastersteinplatten von Rietze. Sie lassen sich einfach mit einer Schere in das passende Format bringen. Wie bereits beim Bahnhof und den Bahnsteigen ist das Trägermaterial für das Segment eine Kombination von Ekidur-Platten unterschiedlicher Dicke, die vorab in die passende Größe des Teilabschnitts zurechtgeschnitten wurden. Als Bordstein werden übrig gebliebene Reste vom Bahnsteigbau verwendet. Die Verkabelung wird in der Ekidur-Platte untergebracht. So kann das komplette Segment bequem am Arbeitstisch ausgestaltet werden. Auf die Beleuchtung und Ausgestaltung der Straßenfahrzeuge wird im nächsten Video ausführlich eingegangen. Der komplette Abschnitt kann nun auf der Platte eingesetzt und einfach an einem Anschlusspunkt verkabelt werden. Hier nun Bilder des fertig eingesetzten Segments. Als ich Mitte des vergangenen Jahres Bilder des Bahnhofsumfelds in Pulheim gemacht habe, war die Wand gegenüber der Bushaltestelle noch weiß gestrichen.
Das sieht heute deutlich anders aus und aufgrund des hohen Wiedererkennungswerts will ich das inzwischen entstandene Graffiti auf der Modellbahn nachbilden. Es handelt sich dabei um die Auftragsarbeit eines lokalen Graffiti-Künstlers, dem die Idee des Modellnachbaus gefallen hat. Als Basis verwende ich einen Lasercut-Garagenkomplex von Busch. Es handelt sich um sehr stabile Bauteile, die sich problemlos zusammenbauen lassen. Das Graffiti-Motiv habe ich durch Montage verschiedener Fotografien erstellt. Damit es auf den Bausatz passt, wurde das Breiten-Höhen-Verhältnis etwas modifiziert und das Bild an den Enden etwas gestaucht. Auf der Seite der Garagentore habe ich noch eine Beleuchtung integriert. Die im Modell enthaltenen Garagentore vergangener Tage werden durch modernere Versionen ersetzt. Die Nachbildung kommt dem Original aus meiner Sicht sehr nah. Damit das Gesamtbild stimmig wirkt, sollen auch die Backsteinhäuser hinter den Garagen nachgebildet werden. Als Basis verwende ich einen preiswerten, einfachen Kunststoffbausatz von Kibri. Die Fassadenteile werden genau wie beim Bahnhof mit einer Vallejo-Farbe behandelt, die wieder abgetupft wird. Auf diese Weise ergibt sich eine zum Vorbild passende Mauerfarbe. Das Dach wird mit einem schwarzen Wosch gealtert. Auch in diesem Gebäude wird einiges an Beleuchtung verbaut. Das Ergebnis sieht doch ganz ordentlich aus. Nun wird das Segment wieder auf zuvor angepassten und zusammengeklebten Hikidurplatten aufgebaut. Zum Höhenausgleich an den Bahnsteig ist eine Rampe erforderlich, da ich nicht genügend Raum habe, einen fließenden Übergang wie im Original nachzubauen. Bürgersteig und Bordstein werden wie beim Verteilzentrum aufgebaut. Auch dieses Segment erhält ein wenig Ausgestaltung. Die Verkabelung erfolgt wieder direkt unter dem Segment. Die Platinen verschwinden dann im Backsteinhaus. Auch diesem Segment spendiere ich einen Gleichrichter, damit die späteren Videoaufnahmen flackerfrei werden. Jetzt wird auch dieses Segment eingebaut. Es passt an der vorgesehenen Stelle und der Höhenausgleich zum Bahnhof ist nun auch erfolgt. Wie beim Vorbild ist das Graffiti ein Blickfang. Als letztes Segment fehlt nun die Bushaltestelle, bei der es im Vorbild einen regen Betrieb gibt. Das Wartehäuschen entspricht dem auf dem Bahnsteig. Das Haltestellenschild mit den Fahrplaninformationen ist speziell. Insofern werde ich es aus Holz, Pappe und Papier nachbauen. Glücklicherweise gibt es die Busse der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft als Modell von Rietze. Im nächsten Video werde ich zeigen, wie ich die Modelle verändert habe. Neben Fahrer, Fahrgästen und Beleuchtung wird auch ein authentisches Nummernschild angebracht. Alle Details zum kompletten letzten Segment kommen dann im nächsten Video. Bis dahin.